Das erst im letzten Jahr gegründete spanische Elektroauto-Startup Liux enthüllt mit dem Animal seinen Debütstromer. Das Crossover-Modell soll mit der Reduktion von Einzelteilen und mit nachhaltigen Materialien punkten sowie ab Anfang 2024 zu einem ungewohnt niedrigen Startpreis erhältlich sein. Alles, was man aktuell zum Liux Animal wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Die beiden Köpfe hinter Liux, Designer David Sancho Domingo und Architekt Antonio Espinosa de los Monteros, wollen nichts anderes als den Bau von Elektroautos revolutionieren. Und das schon ab 2023. Dann soll nämlich bereits das erste Liux E-Auto vom Band rollen. Unterstützung bekommt Liux dabei vom spanischen Industrieministerium. Der Animal soll wie alle anderen zukünftigen Modelle überwiegend aus nachwachsenden Naturfasern und Naturharzen gewonnenen Verbundmaterialien gefertigt werden. Mit der Beschränkung auf nur absolut notwendige Komponenten soll die Zahl der Bauteile um gut 25% sinken. Zudem sollen Liux-Autos leicht zu montieren und demontieren sein und sich leicht reparieren und auch recyceln lassen. Das erste Auto ist ein Elektro-Crossover für die Kompaktklasse, das die Spanier im November 2022 unter dem Namen Animal als Prototyp vorgestellt haben. Der Animal präsentiert sich als Mischung aus Kombi und SUV. Besonders spektakulär ist das Konzept der gegenläufig öffnenden Türen mit einem völligen Verzicht auf eine B-Säule. Die zugepfeilte Front verzichtet komplett auf einen Kühlergrill, setzt aber auf extrem flache LED-Scheinwerfer. Das Heckdesign greift die Frontgestaltung mit einer durchgehenden Lichtleiste wieder auf. Über der Heckscheibe erwächst aus dem komplett aus Glas gestalteten Dach ein großer Spoiler. Gekreuzte Sicken und Linien charakterisieren die Seitenansicht. Ich finde den Liux Animal auf den ersten Blick, ich kann's nicht anders sagen, richtig geil. Wie gefällt euch die Optik? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Die typische Bildschirmlandschaft breitet sich im Cockpit aus. Ein rechteckiges Display hinter dem Lenkrad informiert den Fahrer über die Grundfunktionen. Ein großer Touchscreen auf der Mittelkonsole bündelt alle anderen Bedienfunktionen. Beim Betriebssystem setzen die Spanier auf Android. Für angepasste Lichtstimmungen sorgen überall integrierte LED-Lichtstreifen. Die DeSony IQ des gleichnamigen Premium-Wallbox-Hersteller aus Deutschland bringt mit ihr, wenn nicht sogar die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MED-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut und somit habt ihr alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox haben wollt, dann könnt ihr die DeSony IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DeSony IQ und weiter geht's. Das Rückgrat bildet eine modular aufgebaute Plattform, die skalierbare Batteriepakete von 46 bis 92 Kilowattstunden Kapazität im Fahrzeugboden aufnehmen kann. Jedes Modul bietet 23 Kilowattstunden Kapazität, bis zu 4 davon finden im Chassis Platz. Die stammen von einem nicht genannten asiatischen Zulieferer, sollen später aber auch in Spanien produziert werden. Die maximale Reichweite liegt bei 600 Kilometern. Der Liux Animal setzt je nach Version auf einen 190 oder 240 PS starken Elektromotor an der Hinterachse, der den Fünfsitzer im Bestfall in knapp über 5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen soll. Die Höchstgeschwindigkeit wird abgeregelt bei 200 km/h. Kommen soll der Liux Animal zwar erst im ersten Quartal 2024, reservierbar ist er aber gegen eine Anzahlung von 200 € bereits ab sofort. In der Habitat getauften Basisversion kostet er mit 300 Kilometer Reichweite ab 39.900 €. Die potentere und sportlicher ausgelegte Wild-Variante wird mit wenigstens 45.000 € im Konfigurator geführt. Das Upgrade auf 4 Batteriepakete und dann 600 Kilometer Reichweite kostet in beiden Fällen 9.000 € extra. Für die Produktion des ersten Modells, das schon im Oktober 2023 starten soll, sucht Liux derzeit noch nach einem Partner in Spanien. Für das erste Produktionsjahr rechnet Liux mit 5.000 Autos. Ab Oktober 2024 möchte man dann schon auf rund 50.000 Fahrzeuge aufstocken.
Der Vertrieb soll ausschließlich online erfolgen. Auch hier will man sich einen bereits etablierten Partner suchen. Gleiches gilt für die Finanzierung des Gesamtprojekts. Hier ist zwar schon der spanische Leasinganbieter OK Mobility mit an Bord, der später auch einer der ersten Kunden sein soll, in weiteren Finanzierungsrunden soll aber noch mehr Kapital eingesammelt werden. Auf den Animal sollen langfristig ein Stadtmobil sowie eine Limousine folgen. Was denkt ihr bis jetzt vom Ersteindruck des Liux Animals? Wird er sich behaupten können, wenn er dann überhaupt gelauncht wird? Schreibt mir auch das in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!